Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial der Universitätsbibliothek Stuttgart. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der elektronischen Zeitschriftenbibliothek oder kurz EZB. Kommen wir kurz zu der Frage, was ist die EZB eigentlich? In der EZB findet ihr alle elektronischen Zeitschriftenbände, die von der Universitätsbibliothek lizenziert wurden. Der Zugang zur EZB ist IP-Adressen gesteuert. Das heißt, außerhalb des eDROAM-Netzwerkes habt ihr Zugriff auf diese über die Shibboleth-Authentifizierung. Um zur EZB zu gelangen, klickt ihr hier unten links auf das Logo, was wir jetzt auch einmal tun werden. Und wie ihr seht, sind wir direkt in der elektronischen Zeitschriftenbibliothek angekommen. Nun können wir hier nach Zeitschriften suchen. Das können wir tun, indem wir verschiedene Suchkriterien verwenden. Damit ihr einen Überblick über die Suchkriterien bekommt, zeige ich euch sie kurz. Ihr seht sie jetzt hier und könntet bei Bedarf ein anderes Suchkriterium auswählen. Wenn ihr allerdings noch keine konkrete Zeitschrift im Kopf habt, nach der ihr recherchieren möchtet, gibt es in der elektronischen Zeitschriftenbibliothek eine weitere sehr hilfreiche Option. Das ist die hier angezeigte, mit dem Namen Liste nach Fachgebiet. Da klicken wir kurz drauf. Und wie ihr seht, sind eine Menge Fachdisziplinen aufgelistet. Wenn ihr zum Beispiel etwas auswählt, nehmen wir als Beispiel die Geschichte, dann könnt ihr eine Auflistung diverser Zeitschriften in alphabetischer Reihenfolge sehen. Das ist insofern sinnvoll, da ihr für einen ersten Überblick recherchieren könnt, was für Zeitschriften für euren Fachbereich überhaupt zur Verfügung stehen. Kommen wir als nächstes zum konkreten Szenario, wenn wir nach einer Zeitschrift suchen möchten und uns anschauen möchten, ob diese Zeitschrift durch die UB lizenziert wurde. Wir haben uns natürlich für dieses Video auch ein Beispiel überlegt. Das geben wir hier bei der erweiterten Suche nach Zeitschriften ein. Da kommt es auch schon, die Zeitschrift für internationale Beziehungen. Dann gehen wir hier unten auf Suche starten und sehen jetzt verschiedene Treffer zu der Zeitschrift, die wir gesucht haben, die in diesem Fall nach verschiedenen Zeiträumen voneinander getrennt sind. Ihr seht unter Zugang eine Art Ampelsystem, das euch Auskunft über den Zugang zu der jeweiligen Zeitschrift gibt. Ihr seht auf der rechten Seite in diesem Kasten die Erklärungen zum Ampelsystem. Trotzdem möchten wir in diesem Video das noch einmal gesondert erwähnen. Nämlich bedeutet grün, dass etwas frei im Netz verfügbar ist. Gelb bedeutet nach einer Authentifizierung entweder durch die Uni-IP, also eine VPN-Verbindung, oder durch Anmeldung mit eurem ST- oder AC-Konto über den Shibboleth-Zugang könnt ihr Zugriff auf die jeweilige Zeitschrift bekommen. Rot bedeutet, dass etwas nicht kostenlos zur Verfügung steht und ihr somit auch keinen Zugriff darauf habt. Dann gibt es noch diese Mischform hier aus Gelb und Rot. Das bedeutet, nur für einen Teil der erschienenen Jahrgänge hat die Universitätsbibliothek eine Lizenz. Das heißt, nur ein Teil der jeweiligen Jahrgänge stehen für euch zur Verfügung. Als nächstes wählen wir einen dieser Treffer an. Nehmen wir einfach mal die Zeitschrift für internationale Beziehungen ab 2000. Was ihr jetzt sehen könnt, sind 3 grau hinterlegte Überschriften. Einmal die Online-Verfügbarkeit, Volltext, Zugriff. Das gibt euch Informationen, welche Hefte lizenziert sind und ihr online abrufen könnt über die Campus-Lizenz. Das wären in diesem Fall alle Hefte, beginnend mit dem Heft 1 aus dem Jahr 2000 bis zum Heft 2 aus dem Jahr 2016. Die nächste grau hinterlegte Überschrift gibt euch Informationen über die Verfügbarkeit der restlichen Hefte und da wir hier eine rote Ampel sehen, heißt das, dass kein kostenloser Zugriff auf diese Hefte besteht. Die dritte Überschrift gibt euch Auskunft darüber, welche Hefte der Zeitschrift in der UB als gedruckte Exemplare vorhanden sind. Das schauen wir uns für dieses Beispiel auch kurz an. Das machen wir, indem wir hier auf das Plus klicken. Und wie wir sehen, sind die Hefte beginnend mit dem Heft 1 von 1994 bis zum Heft 23 aus dem Jahr 2016 in gedruckter Form in der UB vorhanden. Damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen zur elektronischen Zeitschriftenbibliothek habt, dann könnt ihr euch, indem ihr auf das hier markierte Feld Ansprechpartner klickt, an die dort hinterlegte E-Mail-Adresse wenden und eure Fragen werden so schnell wie möglich beantwortet. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Tutorial.